Historische Strände, traumhafte Buchten mit türkisblauem Wasser und nicht zu vergessen, skurrile Felsformationen wie aus einer ganz anderen Welt. Das sind nur einige der Strände rund um Antibes und Juan-les-Pins und diese werde ich dir in diesem Video nahelegen. Ich zeige dir meine Lieblingsstrände rund um Antibes. Viel Spaß bei diesem Video. Und hier sind sie, die Strände, die ich dir in diesem Video vorstellen möchte. Das sind bei weitem noch nicht alle Strände von Antibes oder des Cap d'Antibes, aber es sind die, an denen ich war und wo ich sagen würde, das lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Ich werde dir erzählen, ob es auf den einzelnen Stränden eher voll ist oder eher leer und wenn ja, zu welchen Wochenzeiten, Tageszeiten. Ich werde dir außerdem erzählen, ob es an diesen Stränden etwas zu essen gibt oder ob du lieber etwas mitnehmen solltest und auch, ob es WCs gibt, weil das finde ich auch nämlich wichtig und ob es vielleicht Duschen gibt. Vielleicht ist das auch eine Information, die den einen oder anderen von euch interessiert. Wir fangen natürlich bei Nummer 1 an, Plage de la Gravette. Diesen Strand haben wir gar nicht so häufig besucht, weil er ein bisschen weiter weg von unserer Wohnung lag und man erstmal durch die ganze Stadt von Antibes laufen müsste, um an ihn zu kommen. Aber ich möchte euch trotzdem einiges dazu erzählen. Er ist so von der Altstadt etwa 5 bis 10 Minuten entfernt zu Fuß. Er ist öffentlich, kostenfrei zugänglich. Die Bucht ist halbmondförmig, wie ihr sehen könnt, feinsandig mit seichtem, ruhigem Wasser, also ausgezeichnet auch für Familien mit Kindern. In den Sommermonaten gibt es sogar Rettungsschwimmer. Ihr findet außerdem Frischwasserduschen am Strand, öffentliche Toiletten, manchmal gibt es einen Snackwagen, aber ihr findet auf jeden Fall auch hier weiter oben genug Cafés und Restaurants zum Essen. Strand Nummer 2, beziehungsweise es ist eher eine richtige Bucht, nämlich die Bucht der Milliardäre. Diese habe ich euch schon mal in einem anderen YouTube-Video vorgestellt. Ich verlinke es euch nochmal hier oben. Unbedingt einmal hin, wenn ihr in der Gegend unterwegs seid. Let's go! Ich erzähle euch alles, was ihr wissen müsst. Für mich ist diese Bucht wirklich eine der allerschönsten an der Côte d'Azur. Der Weg ist nicht so ganz einfach, um dorthin zu kommen. Das habe ich dir aber schon einmal in einem früheren YouTube-Video gezeigt, wie man das Ganze macht. Man kann teilweise ein Stück mit dem Bus fahren und dann muss man doch noch ein Stückchen laufen. Es ist nicht mega weit, aber es ist jetzt nicht einfach mal zu einem Strand gehen, sondern man muss da sich wirklich auch Zeit für nehmen und das Ganze einplanen. Ich finde es wirklich traumhaft, wir waren da ja schon im Februar einmal. Wenn ihr erst einmal an der Bucht ankommt, müsst ihr den Weg weiter gen Süden, ja doch, ich würde sagen Südosten folgen. Und dann kommt ihr nämlich hier an diesem Felsvorsprung raus und könnt so richtig schön runterschauen und dieses Türkis genießen. Aber ich zeige euch auch gleich nochmal, wie dieser Strand direkt unten aussieht. Ist natürlich kein Sandstrand, sind Felsen, Steine. Da würde ich dann auch auf jeden Fall empfehlen, Wasserschuhe mitzunehmen. Im Februar war ja gar nicht ans Schwimmen zu denken, aber wenn ich dann hier im Sommer bin, dann nehme ich auch Wasserschuhe mit. Wie du dir denken kannst, gibt es an diesem Strand, an dieser Bucht überhaupt gar keinen Ort, wo du dir irgendetwas zu essen kaufen kannst. Also kein Bistro, kein Restaurant. Gar nichts. Deshalb empfiehlt es sich hier immer selber etwas mitzunehmen. Ein bisschen Picknick, ein paar Snacks, Baguette. Und es gibt hier auch keine Toiletten, das musst du wissen. Aber ich glaube, einige Leute gehen irgendwo weiter oben bei irgendwelchen Felsen, wenn sie müssen. Aber keine Ahnung. Ich habe es nur damals, als ich da oben diesen Weg lang gegangen bin und mich kurz verlaufen habe, habe ich da an irgendeiner Stelle ein bisschen was gerochen. Ja. Kommen wir zum nächsten Strand. Und das wäre Plage Pointe Ouest. Das ist die Nummer 3. Das ist, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie ein paradiesischer Strand ist oder so, aber warum der besonders ist, das siehst du gleich im Video. Als wir dort waren, ich glaube, das war Ende Mai, Anfang Juni, war es dort ziemlich leer. Es war auch nicht so sonnig,
Aber wir haben da trotzdem mal so einen Vormittag genossen. Es ist jetzt auch kein Strand, wo ich sagen würde, boah, da musst du unbedingt zum Baden hin. Aber was ich ziemlich cool fand, wirst du gleich sehen. Ich habe auch gar nicht den eigentlichen Strand gefilmt, weil das wirklich nur so ein paar Meter, so ein kleiner Abschnitt war, wo man dann ins Wasser gehen konnte. Aber links vom Strand, da war so ein wirklich höherer Felsvorsprung, wo man hochklettern oder fast klettern konnte. Und von dort hatte man echt eine coole View, so aufs Wasser und so komplett auf Juan-les-Pins. Das war ganz schön. Und als man da wieder runterging und dann weiter gen Süden, dann kam man hier bei diesem spannenden Weg raus. Ich finde, es ist halt einfach so komplett was ganz anderes als diese üblichen Strände, die man so kennt. Allein diese Felsformationen, die waren auch schon richtig, richtig hoch. Teilweise diese braunen Steine, dann diese grauen Steine und dann die Vegetation überall da drauf. Das fand ich irgendwie richtig spannend. Das war so wirklich anders, als was man so kennt. Und du wirst gleich auch sehen, man kommt hier an so eine Art Mondlandschaft raus, denn so habe ich mich irgendwie gefühlt. Das war einfach so surreal. Und dieser Stein hier rechts, der war richtig riesig. Ich glaube vielleicht so 3 Meter oder so, keine Ahnung, kann mich auch verschätzen. Und wenn man dann links weitergeht, dann sind da einfach nur so Steine. Ich bin dann hier so Step by Step rüber marschiert. War auch nicht ganz easy, muss man auch gucken, wo man hintritt. Nicht, dass man dann irgendwie ausrutscht oder auf einen lockeren Stein tritt. Ich vermute mal, wenn es mehr regnet und wenn ja wirklich viel Wasser fließt, dann ist es hier auch ziemlich voll und man wird garantiert nicht so einfach hier lang spazieren können, wie ich es hier getan habe. Schaut mal, wie klar das Wasser ist. Ich glaube, ich habe sogar ein paar kleine Fischchen gesehen. Also richtig cool. Komplett anders als sonst, was man so sieht. Und damit kommen wir zu Plage Nummer 4, Plage des Andes. Da habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht und das ist echt irgendwie so mein absoluter Favorite Beach hier am Cap d'Antibes. Ein richtig schöner, mehr oder weniger idyllischer Strand, je nachdem, ob gerade Hochsaison ist oder nicht. Aber auch in der Hochsaison findet man eigentlich schon immer wieder mal ein Plätzchen. Kommt auch darauf an, um wie viel Uhr man da ist. Aber wenn man relativ früh da ist, findet man schon einen Platz. Ich habe aber auch das Gefühl, dass mittags auch voll viele Leute wieder gehen. Das heißt, es wechselt sich ab. Du findest dort keine Restaurants, keine Bistros. Deshalb nehmen wir uns da immer so ein richtig schön großes Baguette mit, gefüllt mit Hühnchen, Salat, Käse, allem Möglichen. Ich glaube, es gibt da Toiletten. Also ich war da noch nie irgendwie auf einer Toilette, aber es gibt ganz am Ende des Strandes, also ganz im Süden, gibt es ja so 2 Hüttenhäuschen, also richtig, richtig klein. Und ich glaube, eins ist eine Umkleide und das andere ist eine Toilette. Aber wie gesagt, ich war da noch nie. Ich glaube, meine Mutter war da einmal gucken, was das genau ist. Und ja, kann man auf jeden Fall nutzen, vermute ich mal. Was ich an diesem Strand ja auch so cool finde, ist dieser Turm mitten im Wasser, den man auch besteigen kann. Und ich habe dir ja schon mal in einem früheren Video gezeigt, wie ich das Ganze versucht habe. Und ich habe auch generell in dem Video auch nochmal erklärt, wie man genau zu diesem Strand kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich verlinke dir das Video auch auf jeden Fall nochmal. Falls du es dir anschauen möchtest, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also dieser Strand ist richtig, richtig schön und richtig idyllisch. Ich bin da immer wieder sehr, sehr gerne. Kommen wir zu Nummer 5, Plage Port Galice. Ich glaube, den habe ich auch schon öfter mal in Videos vorgestellt. Da bin ich auch super gerne, aber der füllt sich leider sehr, sehr schnell, weil er auch einfach nicht so riesig ist. Aber wenn der mal leer ist, zum Beispiel, ja, sagen wir mal im Mai vormittags,
dann hast du da ein richtig, richtig schönes Erlebnis, muss ich sagen. Was mir hier besonders gut gefällt, es gibt eine Toilette mitten auf dem Strand, also wie so ein Häuschen sozusagen. Und es gibt ein richtig, richtig leckeres Restaurant, Bistro, wo man auch draußen sitzen kann. Le Cric, glaube ich, heißt es. Da gibt es auch ein Klo, aber das ist halt so ebenerdig, glaube ich, hat meine Mutter erzählt. Ich war da noch nie drauf. Und das Essen dort ist einfach so, so lecker. Die Pommes, Sandwiches, Salate, oh mein Gott, Leute, also das ist so geil. Dann kann man sich das so schön von dort abholen, zum Strand bringen und dann schön gemütlich am Strand essen. Und ich finde das so schön mit dem Hafen hier, Hafen Port Gallice. Richtig, richtig schön. Hier gibt es auch sehr viele Fischchen, die man schwimmen sieht und auch, wie hießen die? Kormorane? Heißen die Vögel so? Auf jeden Fall, schaut mal, auch hier diese Mauer einfach. Je nachdem, je nach Tageszeit, kannst du diese Mauer sogar als Schattenspender benutzen. Im Februar waren wir hier sogar abends zum Sonnenuntergang mal. Das habe ich, glaube ich, sogar auch gefilmt. Ich verlinke das Video oben nochmal. Ah, da seht ihr auch schon das Toilettenhäuschen. Und damit kommen wir zu Nummer 6. Dieser Strand ist eigentlich relativ fußläufig von Plage Port Gallice erreichbar. Man muss einfach nur unten an der Mauer entlang gehen, was auch ein echt schöner Spaziergang ist, den ich ja auch schon in der letzten Infobox verlinkt habe. Ich weiß gar nicht, ob dieser Strand auch offiziell Plage de la Pinède heißt, aber ich habe ihn jetzt einfach mal so getauft, weil er sich genau unter dem Parc de la Pinède befindet, also diesen Park, den ich schon mal gezeigt habe, wo es diese Eichhörnchen gibt. Und das ist eigentlich der Strand, der unserer Wohnung so am nächsten lag. Deswegen waren wir dort auch öfter, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Und auch öfter, wenn es irgendwie sehr, sehr heiß war und wir keine Lust hatten, irgendwie weit zu fahren oder weit zu gehen, dann war das eigentlich so die perfekte Lösung. Eine Sache ist momentan, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, nicht so geil gewesen. Das ist halt, hinter uns war halt so ein bisschen Baustelle. Also es war nicht laut oder so, weil die haben in dem Moment eigentlich gar nicht gebaut. Aber dieser Strand wird nämlich richtig schön erneuert. Ich hoffe, es wird schön. Also da soll eine richtige Kaskade hin, also ein richtig großer öffentlicher Strand soll da entstehen. Und ja, das Schöne war, dadurch war er oft ein bisschen leerer, weil da nicht so viele Leute immer hingegangen sind, außer am Wochenende. Am Wochenende war der komplett voll, gefühlt die ganze Stadt war dort. Was ich auch schön finde, oben gibt es eine Toilette, ein richtig schönes Häuschen sogar. Und es gibt weiter rechts am Strand, also auf der Karte gen Westen, gibt es ein Restaurant, wo es auch Pizza gab. Da haben wir uns auch öfter mal Pizza mitgenommen zum Strand, die auch sehr, sehr lecker war. Also ein schöner Strand, schöner großer Strand. Hier seht ihr ein bisschen rechts diesen Bauzaun. Dadurch ist halt der Abstand zwischen Meer und Zaun nicht so groß, aber dadurch konnten sich auch überhaupt keine Leute mehr vor euch legen. Das heißt, hinter euch lag keiner, vor euch liegt keiner. Das fand ich ziemlich geil. Und der Sonnenuntergang, der war natürlich auch richtig, richtig schön. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der neue Strand aussehen wird. Ich weiß nicht genau, wann der fertig sein soll. Es soll immer Step by Step gebaut werden und immer Stückchen für Stückchen ein bisschen was fertiggestellt werden. Das Ding ist ja auch, dass man, ich glaube, im Sommer nicht zwingend arbeiten darf an Baustellen. Ich weiß, dass es in Monaco so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der gesamten Côte d'Azur so ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr wisst. Auf jeden Fall auch ein echt nicer Strand und ich bin einfach super gespannt, wie er in der Zukunft aussehen wird. Da wird es auf jeden Fall ein Update-Video von mir geben. Und ihr habt hier auch einen richtig tollen Blick auf die Insel Sainte-Marguerite. Da hinten seht ihr sie und ich glaube, noch weiter hinten, da ist das Esterel-Gebirge. Und hinter diesem Landstück, hinter dieser Landzunge befindet sich Cannes. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Strand dieser Reihe angelangt, nämlich Plage de Juan-les-Pins. Das ist dieser große, lange Sandstrand. Ich würde sagen, das ist der Hauptstrand von Juan-les-Pins. Und er geht, ja, ich würde sagen, schon mindestens 2 Kilometer lang bis nach Golfe Juan. Dann sind es vielleicht sogar 3 Kilometer. Richtig viel Platz, vor allem wenn du nicht stadtnah dich breit machst, sondern ja, ein bisschen weiter gen Westen. Da wird es dann immer leerer. Das haben wir nämlich gemerkt. Am Anfang waren wir schon immer eher mittig, schon fast in Richtung Plage de la Pinède. Also so
südöstlich. Aber irgendwann haben wir dann entdeckt, dass wir mit dem Bus von unserem Airbnb aus innerhalb von ein paar Minuten direkt, ja schon ziemlich weit westlich, an diesen Strand fahren können. Und dann waren wir auch öfter mal hier, was auch echt nice ist. Echt viel Platz, es verteilt sich auch schön. Am Wochenende ist es halt schon voll, muss man schon sagen, aber es verteilt sich irgendwie auf diese Kilometer. Was mir auch richtig gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass es hier solche Bütchen wie in Cannes gibt. Und diese Bütchen bieten einfach alles. Baguettes, belegte Sandwiches, Pommes, Eis, Softdrinks, Salat, habe ich Salate schon gesagt? Crepe, Waffeln, wirklich alles Mögliche. Also hier verhungerst du auf gar keinen Fall. Und hier gibt es auch Toiletten. Also das ist so ein Strand, der bietet einfach alles. Und wenn du lieber schöne Restaurants bevorzugst, um essen zu gehen, gibt es auch hier am Strand weiter östlich und auch ein Stück weiter westlich schöne Restaurants. In der Mitte sind eher diese, ich glaube 2 oder 3 Bütchen gibt es, Kioske nennt man das eigentlich offiziell, wo man dann halt ja wirklich für wenig Geld sich lecker was kaufen kann. Aber Restaurants, wie gesagt, gibt es auch zu ordentlichen Preisen. Also ich sag mal so, ein Caesar Salad für über 20 € ist einfach Standard. Ja, ihr lieben Côte d'Azur-Freunde, das war es auch schon mit meiner Strandvorstellung. Das waren die Strände, an denen ich meistens bin, beziehungsweise die ich dieses Mal auch neu kennengelernt habe. Ich habe dir so ein bisschen erzählt, was sind meine Lieblingsstrände, welche mag ich ein bisschen weniger. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Like, vielleicht einen Kommentar und folge mir auch sehr gerne für weitere Côte d'Azur Videos. Im nächsten Video zeige ich dir sogar einen kleinen Rundgang über diesen Strand hier, zeige dir, was so die Restaurants zu bieten haben, was kosten in diesen Kiosken die einzelnen Sachen und es folgt auch so ein kleiner Vlog vom Strand. Freu dich drauf!